So, endlich mal wieder ein Video von meinem Grundstück. Habe ja schon länger wieder nichts mehr gemacht. Denkt aber nicht, ich war faul, schon wieder nicht. Ich mache immer so ein bisschen was und naja, das ist halt Paraguay-typisch. Man macht nicht so viel auf einmal, dafür so nach und nach ein bisschen. Und ja, heute ein Video, mal ein kleines Update wieder. Ich bin auf meinem Grundstück, der Bau meines Hauses hat angefangen und sie sind jetzt immer noch dabei, das Fundament vorzubereiten. Also die Grundplatte kommt jetzt als nächstes drauf. Das werde ich irgendwann mal zusammen in einem Video machen, den Hausbau. Also jetzt noch nichts. Und ja, wo stehe ich hier? Sieht ein bisschen anders aus als das, was ihr sonst von mir gesehen habt bis jetzt von meinem Grundstück. Ja, ich bin jetzt hier auf dem unteren Teil meines Grundstücks und wie ihr es hier im Hintergrund schon sehen könnt, es sieht doch recht schwarz aus neben dem Grün. Und das liegt daran, meine Nachbarn, die noch weiter da unten sind, die haben ihr KPI-Feld, das was hier so in diesem Bereich wächst, abgefackelt. Und ich weiß nicht, ob absichtlich oder nicht. Jedenfalls haben sie einen Großteil meines Bereiches auch mit abgefackelt. Ja, ich war halt nicht da, als das passiert ist oder als sie das gemacht haben. Ich zeige euch hier nochmal die andere Seite. Also hier ist dann der Übergang. Vorne ist es nur abgefackelt worden und etwas weiter hinten, da steht dann noch das getrocknete KPI-Gras. Und ja, naja, gut, sie haben es gemacht. Ob absichtlich oder nicht, das weiß ich nicht. Das möchte ich hier auch nicht spekulieren. Ich habe es auch nicht gefragt deshalb. Ganz ehrlich, wenn ich es hier jetzt schon mal so sehe, dass es abgefackelt ist, bin ich ehrlich gesagt gar nicht mal so böse drum. Weil dieses KPI-Gras, das wollte ich sowieso nicht großartig verarbeiten. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie das gute KPI ist oder das nicht so gute, also ob man es nutzen kann für Dächer und sowas oder nicht. Ich habe vor, hier unten, das sind so ungefähr um die, na, ich schätze mal 2 Hektar, Pi mal Daumen, habe ich vor, die so nach und nach aufzuforsten. Und ja, das ist natürlich eine perfekte Vorbereitung dafür. Man kann hier ein bisschen, man hat ein bisschen die Übersicht, man sieht, wo was ist, wo nichts ist, naja, wo es ein bisschen sehr feucht ist. Zum Beispiel diese Pflanzen, die ihr da seht, die sind ein typisches Anzeichen, dass es sehr feucht ist. Und da werde ich dann wahrscheinlich so schnell erstmal keine Bäume hinsetzen brauchen, weil die werden wahrscheinlich nicht wirklich gut kommen dort, wenn es zu feucht ist, es sei denn, man hat wirklich Bäume, die die Feuchtigkeit mögen. Ja, Eukalyptus zum Beispiel, so wie ihr es da ganz hinten etwas seht. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, also da ist Eukalyptus. Der braucht relativ viel Wasser. Eukalyptus möchte ich hier aber nicht wirklich viel hinsetzen, weil meine Nachbarn diesen Sommer schon gemeckert haben, dass es relativ wenig Wasser gibt hier, dass das Grundwasser relativ niedrig ist. Einfach weil es relativ trocken war die letzten Jahre und ja, eigentlich ist hier wahrscheinlich eher eine Sumpflandschaft und ja, momentan ist es hier feucht. Klar, hat auch die Nacht erst geregnet und ja, naja gut, deshalb knall ich hier einfach irgendwas an Bäumen hin. Es kommt oder es kommt nicht und wenn es kommt, ist gut und was nicht kommt, ist halt Pech. Weiteres Problem hier, ich habe es gerade schon gesehen, es stehen momentan noch Kühe hier drauf, die von meinen Nachbarn. Die sind jetzt hier unten und mampfen das frische KPI. Ich glaube, das mögen sie allerdings nicht so und alles, was da zwischendurch kommt. Und ja, wenn ich jetzt natürlich hier ein paar Bäumchen hinsetze, das ist für die natürlich ein extremes Leckerchen. Frische Zweige, frische Äste, frische Triebe, das lieben sie und mampfen sie so weg. Und von daher ist das die nächste Gefahr für die Bäumchen, die ich jetzt hier setze. Aber ganz ehrlich, ich setze hier nichts Großartiges rein. Ich habe hier ein paar Mangos ausgebuddelt unterm Mangobaum. Das sind die vom letzten Jahr. Und ich hatte ein paar Avocadokerne in die Erde geschmissen und die sind jetzt schon ja so 20, 30 Zentimeter hoch. Und ja, das werde ich jetzt hier so ein bisschen verteilt einsetzen und dann mal schauen, ob irgendwas davon kommt. Dann habe ich noch eine ganze Schüssel mit Samen da. Das ist eine Mischung aus Paraiso, ist ein sehr schöner, großer Baum.
Und Papaya, die mögen es eigentlich trocken, aber wenn es im Sommer hier trocken wird, mal schauen. Einfach die Kerne in die Erde und sie kommen oder sie lassen es bleiben. Sie werden gefressen oder auch nicht. Ja, so nach und nach werde ich auf jeden Fall versuchen, hier unten so ein bisschen aufzuforsten, ein paar Bäume reinzumachen. Vielleicht auch ein bisschen euer Klima in Europa zu retten. Gut, Scherz beiseite. Ja, naja, das mache ich jetzt hier und ja, ansonsten habe ich oben an meinem Grundstück, also in der Nähe vom Haus, jetzt schon ein bisschen was gesetzt. Ja, ist hier halt ein bisschen schwierig. Bäume, die mir wichtig sind, die muss ich ein bisschen schützen. Einfach wegen der Kühe, weil die mögen halt alles Frische. Und wäre ja schade, wenn sie dann die etwas hochwertigeren oder die von mir gewollten Bäume einfach so wegmampfen. Und naja, dann schauen wir mal. Ja, ansonsten würde ich sagen, melde ich mich nachher wahrscheinlich nochmal. Mal sehen, was ich noch habe. Ich werde jetzt erstmal anfangen, hier eine Mango reinzuknallen und dann gehe ich ein Stückchen weiter. Eine schöne, weiche Erde ist hier unten. Und guck mal, es gibt sogar Regenwürmer hier unten. Der darf natürlich weiterleben. Die sind nämlich extrem wichtig für die Erde. Ja, gleichzeitig versuche ich ein bisschen was von dem KPI wegzumachen. Zumindest da, wo ich Bäume reinpflanze. Mal sehen, nach und nach werde ich es dann vielleicht auch los. Irgendwie geht das hier viel einfacher als da, wo ich das letzte Mal gebuddelt habe. So, dann ein bisschen abgelagerte Caca de Vaca, also Kuhkacke rein. Das Ganze miteinander ein bisschen vermengen und auflockern. Und dann eigentlich nur noch meine vorgezogene Mango-Pflanze. So sieht das Ganze aus. Es sind jetzt 2 Stück. Egal, ich hau beide rein. Entweder sie kommen oder sie kommen nicht oder nur eine. Oder wenn nicht, ist auch gut. Die haben normalerweise noch längere Wurzeln, aber die habe ich beim Ausgraben wohl ein bisschen beschädigt. Aber ich bin guter Dinge, dass die kommen bei der guten Erde und der guten Caca de Vaca. Oh, herrlich, richtig schwarz die Erde hier. Ja, riecht aber nicht ganz so schön, nicht ganz so frisch. Ich denke wirklich, dass es hier sehr sumpfig wird, manchmal im Winter oder wenn es richtig viel regnet. Im Moment ist der Regen halt relativ wenig. Von daher schauen wir mal, bin ich zumindest guter Dinge, dass hier irgendwas angeht und auch gut wachsen kann. Ja, ich sagte, Avocados habe ich noch mit. Die mögen es eigentlich eher trocken. Aber schauen wir mal, ob sie was werden. Haue ich einfach nur die Kerne rein irgendwo und dann ist das gut. So, wenn ich es jetzt ganz gut meine, dann würde ich die Bäume noch einzäunen als Schutz vor den Kühen, aber ich glaube, das schenke ich mir. Das müssen wir nicht machen. So, Nummer 1, fertig. Nächster. So, das nächste Loch wird für eine Avocado. Zeige ich auch gleich. Aber erstmal das Gras raus. Die Wurzeln versuche ich so ein bisschen frei zu machen und dann schmeiße ich die einfach dahin. In der Hoffnung, dass die verrotten. Die brauche ich wahrscheinlich gar nicht. So, dann liegt hier noch schöne Kuhkacke rum. Rein damit. Ist auch schon ein bisschen älter. Aber die ist gut dafür. Hier ein bisschen zu bröseln, zu mixen. Wenn die Bäume nämlich einen guten Start haben, also ein gutes Fundament haben, gute nährstoffreiche Erde, dann kommen sie normalerweise gut, verwurzeln gut und kommen auch schnell, wachsen schnell. Und vielleicht kann ich dann in 2, 3 Jahren schon ernten. Das hier ist das Avocado-Bäumchen. Wahnsinn, wie schnell der gekommen ist. Da habe ich vor
weiß nicht, 3, 4 Monaten oder so, ich einfach den Kern in die Erde geschmissen. Jetzt habe ich da schon so ein schönes Bäumchen. 15, 30, 30 cm hoch. Hier sieht man noch ein bisschen von dem Kern. Wahnsinn. Wow, schöne Wurzeln hier unten. Also das war auch höchste Zeit. Schaut mal. Das war auch höchste Zeit, dass der hier aus der Tüte rauskommt. Der hat hier schon sehr viele Wurzeln und der will jetzt raus. So. Dein neues Zuhause. Ja, und so mache ich das jetzt mit den anderen Bäumchen, die ich mitgebracht habe, auch noch. Und dann schauen wir mal, ob da irgendwas von überlebt. Zwischendurch schmeiße ich auch mal einen Samen rein. Ich habe hier diese orangenen oder gelben Beeren. Da ist der Samen von dem Paraiso-Baum drin. Und diese kleinen braunen hier, das sind die getrockneten Papayakerne. Die verstreue ich auch einfach so, mache ein bisschen Erde drüber. Dann ist das gut. Und die Paraisos im Prinzip genau das gleiche. Da mache ich mir jetzt nicht so viel Mühe. Ich gucke auch nicht, wie weit ich die auseinander mache oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, alle werden eh nicht kommen. Und selbst die, die aufgehen, werden größtenteils wahrscheinlich eh gefressen oder gehen ein. So, Becher ist leer, Samen sind weg. Ich muss auf dem Rückweg erstmal gucken, wo meine Kamera steht. Aber zum Glück ist es ja hier so schön übersichtlich im Moment. Verdammt, irgendwo da muss noch mal ein Eimerchen mit Kuhkacke stehen. Ha, ist natürlich clever. Ein schwarzer Eimer auf schwarzer Erde. Ich gehe mal suchen. Ich denke, ich werde ihn irgendwo finden. So, hier war die letzte Avocado. Ist ja eigentlich hier irgendwo stehen. Eimer, wo bist du? Hab ihn, hat sich versteckt, die Sau. Schaut mal da, überall neue Pflänzchen, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Ja, und wahrscheinlich kommt auch die Frage auf, hast du gar keine Angst vor Schlangen hier unten? Ganz ehrlich gesagt, als das KPI-Gras so hoch war und man nicht wirklich gucken konnte, ja, ein bisschen. Aber jetzt, wo alles weg ist und ich doch gut sehen kann, eigentlich nicht wirklich. Schlangen mögen ja Feuchtgebiete, sagt man so, glaube ich zumindest. Von daher wäre es nicht unüblich, wenn hier Schlangen wären, aber ich habe noch keine gesehen. Musste ich auch nicht unbedingt, weil ich kenne mich mit Schlangen nicht wirklich gut aus. Ich weiß, dass es hier 2, 3 gibt, mit denen sollte man sich nicht anlegen. Alle anderen sind harmlos, aber naja, lieber man lässt gar nicht erst drauf ankommen. So, aber jetzt gibt es, oh Gott, ich glaube Nispera und Papaya. Wäre schön, wenn ich irgendwas sehen würde hier auf dem Display. Ach, naja, egal. So. Ah, da. Blaue Tüte, da ist. Ja, Kakadiwaka fehlt noch. Die Ameisen, lasst gefälligst meine Pflanzen in Ruhe, klar.
diesen kleinen roten, die tun immer weh, wenn die beißen. Naja, egal. So, die Tüte kann man einfach so aufreißen. Hier habe ich übrigens Erde angerührt mit meinem schönen Mulch, das ich gemacht habe. Ach, das wisst ihr doch gar nicht. Ja, das kommt auch irgendwann mal noch. Ein Video, wie ich Mulch mache. Ist hier nämlich genauso ein sehr wertvoller, hochwertiger Rohstoff. Und von daher habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Oh, geht doch einfach kaputt. Bist du schon nass. So, Tüte bleibt natürlich nicht hier, wird nicht hier liegen gelassen. Kommt wieder mit nach Hause, kommt in Müll. Das ist ja kein Umweltschwein.